Alle reden von einem Crash dieses Jahr oder nächstes Jahr und erwarten eine weltweite Wirtschaftskrise. Meine Prognose ist anders. Ich gehe von einem solchen Crash erst im Jahre 2027 aus. Du hast also noch 3 Jahre Zeit, um richtig Geld zu verdienen, und darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Wenn ich von einer Wirtschaftskrise spreche, dann spreche ich tatsächlich von einer weltweiten Wirtschaftskrise, nicht von einer regionalen Wirtschaftskrise, wie möglicherweise jetzt gerade, dass man eine Rezession in Deutschland hat oder in UK. Nein, ich rede von einer Krise wie 2008 bis 2011, die tatsächlich von den USA ausgehen wird und auch in Zukunft von den USA ausgehen wird. In den letzten 200 Jahren gab es eine solche Krise ungefähr alle 18 Jahre. Die Grundlage der amerikanischen Wirtschaft ist nicht etwa Wall Street, wie viele das meinen, sondern der Immobilienmarkt. Und so ist jede große Krise, also jeder dieser großen weltweiten Crashs, von denen ich jetzt gerade spreche, letztlich ausgelöst durch eine Immobilienblase. Das heißt, es gibt zu viele Immobilien am Markt und zu wenige Käufer für diese Immobilien. Haben wir momentan diese Situation? Nein. Frage irgendeinen Immobilienmakler in den USA, ob er zu viele Häuser im Angebot hat. Du wirst sehen, dass wir den geringsten Bestand an Häusern in den USA haben der letzten 10, 15 Jahre, die hier zum Verkauf stehen. Warum ist das so? Nun, in den USA sind ja die Immobilienfinanzierungszinsen auf 30 Jahre oder so festgesetzt. Das heißt, wenn du jetzt also eine Mortgage hier aufnehmen würdest, jetzt eine Finanzierung aufnehmen würdest in den USA, hättest du aufgrund des Zinsniveaus eine sehr hohe monatliche Zahlung zu leisten für die nächsten 30 Jahre. Das will natürlich niemand machen. Jeder, der eine Immobilie verkauft, muss ja quasi auch eine neue Immobilie wieder kaufen. Er muss ja irgendwo wohnen. Das heißt also, deswegen verkauft niemand momentan seine Immobilien. Die meisten Immobilien, die jetzt ja momentan noch mit einer Finanzierung belastet sind, wurden ja zu einem Zeitpunkt gekauft, als es sehr tiefe Zinsen gab. Zinsen, die auf ein Rekordniveau herabgesunken wurden. Da will man natürlich nicht aus einem solchen Vertrag raus und dann in einen gigantischen Hochzinsvertrag hinein. Deshalb sind die amerikanischen Immobilienbesitzer extrem vorsichtig. Sie wollen nicht verkaufen, denn sie wollen nicht eine neue Immobilie kaufen mit einer gigantisch negativen Finanzierung. Das heißt, was passieren wird, ganz konkret, die Zinsen werden irgendwann gesenkt werden. Meiner Meinung nach spätestens nach der nächsten Wahl, wenn dann Trump an die Macht kommt, höchstwahrscheinlich. Das hat zur Folge, dass wahnsinnig viele Immobilien dann auf den Markt kommen. Dann wird der Markt geschwemmt werden mit Immobilien und dann ist die Krise tatsächlich da. Dann wird es crashen. Eine interessante Konstellation ist auch, dass die Wirtschaftskrisen, also diese großen Crashes der letzten Jahrzehnte, immer einhergingen mit dem Bau des höchsten Gebäudes zu dieser Zeit. Das heißt, ungefähr zur gleichen Zeit, wie das höchste Gebäude der Welt zu der Zeit fertig wurde oder kurz davor oder kurz danach, gab es dann richtig hier einen Crash. Die Blase war geplatzt. Dazu werden wir gleich mal einige interessante Grafiken zeigen. Erstes Beispiel, Empire State Building. Der Markt crashte in 1929. Da war das Empire State Building gerade im Bau. 1931 war es fertiggestellt. Zweites Beispiel, der Sears Tower in Chicago. 1973 wurde er fertiggestellt. 1974 ist dann die Blase geplatzt. Drittes Beispiel, der Burj Khalifa Tower in Dubai. Der Markt crashte in 2008. 2010 wurde der Turm eröffnet. So, und wo stehen wir jetzt? Was gibt es jetzt für Projekte? Nun, interessanterweise hat Saudi-Arabien den Bau des Jeddah Towers nun fortgesetzt, der 1 Kilometer hoch sein soll, das höchste Gebäude der Welt. Man hat hier den Bau stillgelegt für einige Jahre. Jetzt ist 1/3 ungefähr gemacht. Ich gehe davon aus, dass der so ungefähr in 3 Jahren fertig sein wird. Und dann wird meiner Meinung nach auch die Weltwirtschaft das nächste Mal crashen. Natürlich crasht die nicht wegen diesen höchsten Gebäuden, das ist ja ganz klar. Aber du musst hier die Psychologie verstehen. Ein so hohes Gebäude wird ja nur gebaut, wenn es überall Selbstbewusstsein und einen Glauben an die Zukunft im Markt gibt. Also im Grunde nur auf dem Höhepunkt eines Booms wird der Bau eines solchen Turmes beschlossen und dann durchgeführt. Und wenn der Turm dann endlich steht, dann platzt dann die Blase. Nicht wegen dem Turm natürlich, aber weil dann der Zyklus zu einem Ende kommt. Was heißt das nun für dich hier in 2024? Nun, du hast ungefähr 1100 Tage
Lage, um noch wirklich Geld zu machen. Etwas, was meiner Meinung nach die Wirtschaft in den nächsten Jahren wahnsinnig pushen wird, was auch diesen Boom jetzt auslösen wird hier, der jetzt noch kommt. Wir befinden uns jetzt am Ende eines großen Boomzyklus und da wird nochmal ein richtiger Boom kommen, ist meiner Meinung nach KI. Das heißt also, hier gibt es jetzt natürlich viele Möglichkeiten. Die Aktien steigen jetzt weiter. Da ist wahnsinnig viel Fantasie in den Märkten. Hier kannst du jetzt in den nächsten 3 Jahren auch noch wirklich hohe Umsätze und Gewinne generieren, wenn du die richtige Geschäftsidee hast. Da ist natürlich entscheidend, dass du das dann richtig machst, dass du das dann möglichst steueroptimiert machst. Ich rate dir also, dass du, wenn du eine solche Idee hast, wenn du vielleicht schon ein Unternehmen gegründet hast, was noch am Anfang steht, wo du jetzt noch einfach ins Ausland umziehen kannst, ohne möglicherweise Wegzugsteuer und so weiter zu bedenken, mach es jetzt. Geh davon aus, dass es in 3 Jahren dann schwierig sein wird. Bau jetzt das Unternehmen auf, verliere keine Zeit, verdien so viel Geld wie möglich und schau, dass du dann entsprechend Reserven hast, die dich dann durch diese Krise, die ja ganz natürlich immer kommen muss, weil alles immer zyklisch ist, dann auch hindurch finanzieren wird und du vorbereitet bist und du und deine Familie nicht Not leiden müssen. Ich würde dir also vorschlagen, zieh ins Ausland um, denn die Steuern sind ja vielfach die größte Position, die du hier zu bezahlen hast. Wenn du keine Steuern oder geringe Steuern zahlen musst, kannst du Vermögen im Ausland aufbauen und damit bist du dann auf der sicheren Seite. Zufälligerweise gab es jetzt auch in der EU zwischen EU-Ministerrat und EU-Parlament eine Einigung, nämlich am 17. Januar 2024, wie in Zukunft gerade Leistungsträger dieser Gesellschaft hier noch weiter zu überwachen sind, wie deren Vermögen zu erfassen sind über Vermögensregister, Bargeldbeschränkungen, Kryptobeschränkungen und so weiter und so fort. Das wird wahrscheinlich dann in 3 Jahren, sollte es zu einem Crash kommen, auch dann wirklich wichtig werden für die EU, denn wenn es in den USA richtig crasht, dann wird es natürlich auch in Europa richtig crashen. Dann ist man wieder bei Bailouts und so weiter dabei und man hat sich entschieden, keine Bailouts mehr zu machen. Jetzt werden es Bail-ins werden. Das heißt also, jetzt wird hier der Anleger, der Bankkunde, der Vermögende dann zur Kasse gebeten. Jetzt hast du noch Zeit, möglicherweise dich davor in Sicherheit zu bringen für ein paar Jahre. Jetzt kannst du dich noch organisieren. In ein paar Jahren wird es dann wahrscheinlich nicht mehr so einfach sein. Auch hier die beste Strategie ist, außerhalb der EU zu leben, außerhalb der EU Vermögen aufzubauen, natürlich positiv zu sein, optimistisch zu sein, wissen, was auf uns zukommt und entsprechend dann handeln. Wenn das Themen sind, die für dich interessant sind, also das heißt, jetzt hier strategisch zu entscheiden, ins Ausland umzuziehen, dein Vermögen aufzubauen, dich steuerlich zu optimieren, dann würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Den Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit rein. Wir helfen seit 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren und tatsächlich neues Vermögen aufzubauen und bestehendes Vermögen zu schützen. Ich freue mich, auch dich zu unserer Mandantschaft zählen zu können und freue mich, dich bald kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.